Ende. Ende ist Ende. Und wenn ich... Oh, bitte unterbrich mich nicht gleich wieder. Wenn ich vielleicht doch... Nee. Wenn ich immer Nee gesagt habe, dann meine ich Nee. Ich will nicht, dass du Geld verdienst für mich. Ich will nicht von Geld leben, das einer, die ich lieb habe, für mich verdient. Das bringt Unglück, verstehst du? Unglück. Dann habe ich's geschworen. In der ersten Nacht habe ich's geschworen, Dina. Franz. Versprich mir, dass du nie wieder davon anfängst. Gib mal ein Korn, Maxe. In Ordnung. Wie viele Arbeitslose gibt es eigentlich in Berlin? Ich weiß nicht. Ein paar 100.000 vielleicht. Wirklich? So. 2 Mark 50, 60, 70, 80, 90. Hey. Tag, Mac. Komm, setz dich zu uns. Zum Wohle. Danke. Mir ein Bier, bitte. Gut. Das letzte, was? Tja. Tja, dann... Ja? Mal sehen. Du gehst nicht stempeln, Franz, und du gehst auch nicht in die Fabrik. Und zu Erdarbeiten ist es zu kalt. Der Handel, das ist das Beste. In Berlin oder auf dem Land, du kannst wählen, aber er ernährt seinen Mann. Warum trägt der Prolet keine Schleifen? Weil er sie nicht binden kann. Da muss er einen Schlipshalter kaufen. Und wenn er sich den gekauft hat, dann ist der schlecht. Dann kann er den Schlips damit nicht binden. Das ist Betrug. Das verbittert das Volk. Das stößt Deutschland noch tiefer ins Unglück, wie sowieso schon drin sitzt. Warum man die großen Schlipshalter nicht tragen wollen? Weil man sich keine Müllkippen um den Hals binden will. Das wäre weder Mann noch Frau. Das wäre nicht mal der Säugling, wenn er antworten könnte. Kaufen Sie solchen Schlipshalter bei Tietz oder bei Wertheim. Oder wenn Sie bei Ihnen nicht kaufen wollen, dann kaufen Sie woanders. Ich bin ein arischer Mann. Die großen Warenhäuser haben ja keinen Grund, sich von mir Reklame machen zu lassen. Die können ohne mich bestehen. Kaufen Sie sich solchen Schlipshalter, wie ich ihn hier habe. Und dann denken Sie darüber nach, wie Sie den morgens binden sollen. Herrschaften, wer hat heutzutage noch Zeit, sich morgens Schlips zu binden? Günstig niemand zu tun, wer Schlaf. Wir alle brauchen viel Schlaf, weil wir alle viel arbeiten müssen und wenig verdienen. Ein solcher Schlipshalter erleichtert Ihnen den Schlaf.
Er macht den Apotheken Konkurrenz. Wer sich solchen Schlipshalter hier kauft, wie ich ihn habe, der braucht kein Schlafgift und kein Schlummertrunk. Der braucht ja nichts. Der schläft ungewiegt wie das Kind an der Mutterbrust, weil er weiß, es gibt morgens keine Gedränge. Was er braucht, liegt auf der Kommode, fix und fertig und braucht bloß unter den Kragen geschoben zu werden. Sie geben ihr Geld für so viel Dreck aus. Das Deutsche Tageblatt. Hauptausgabe. Das Deutsche Tageblatt. Neueste Ausgabe. Die. Ja, aber bitte das. Das Deutsche Tageblatt. Herrschaften, hier Neueste kaufen Sie ehrliche Ware. Ausgabe. Das ist kein Deutsche Zelluloid. Tageblatt. Das ist Jummi. Das Stück 20 Pfennig, 3 Stück 50. Gehen Sie weg vom Damm, junger Mann. Sonst überfährt Sie ein Auto. Der soll nachher in Nürnberg fehlen. Ich werde Ihnen mal erklären, wie man diesen Schlips bindet. Das braucht man Ihnen ja nicht mit dem Holzhammer in den Kopf hauen, das verstehen Sie sofort. Sie nehmen also hier jede Seite, etwa 30 bis 35 Zentimeter lang, und dann legen Sie den Schlips zusammen. Aber nicht so. Das sieht aus wie eine plattgedrückte Wanze, die an der Wand klebt mit Tapetenzunder. So was trägt der feine Mann nicht. Dann nehmen Sie meinen Apparat hier. Das spart Zeit und Zeit ist Geld. Das ist zu Ihrem Wohl. Wenn Ihnen der Davis-Plan noch etwas übrig gelassen hat, dann ist es der Kopf unterm Deckel. Und der muss Ihnen sagen, das ist was für dich. Deutsche Tageblatt. Dann kriegst du nach Hause. Neueste Das sind Ausgabe. wirklich Größen. Das Deutsche Tageblatt. Neueste Ausgabe. Wer war diese Frau? Das war Eva. Das war eine, die habe ich früher gekannt. Aber das ist vorbei, das war früher. Das ist vorbei. Wisst ihr, Lina, ich kann nicht so reden. Ich bin kein Volksredner. Wenn ich ausrufe, dann verstehen die mich, aber das ist nicht das Richtige. Wisst ihr, was Geist ist? Geist. Das ist Kopf und nicht bloß so ein Dez. Und ein Redner, das ist ein Redner. Bist du der Platz? Brauchst du mir nicht sagen, ich und ein Redner. Nee. Weißt du, wer ein Redner war? Das siehst du, ich auch nicht. Aber das hier, das ist nicht für mich. Ich hab mir das den ganzen Tag überlegt. Ich will mit Zeitungen handeln. Mit Zeitungen? Ja, richtig, mit Zeitungen. Das ist mir in den Kopf gekommen, und das ist im Kopf drin geblieben und da hatte doch seine Richtigkeit. Zeitungen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Und du bleibst hier und machst weiter. Du kannst es sowieso besser als ich. Tschüss. Da. Na, schon was überlegt? Ein Schlipshalter, das ist nichts für mich. Das ist wie wenn ich was verkaufe, was ich selber nicht brauche. Weißt du, ich würde es an deiner Stelle mit sexueller Aufklärung versuchen. Das wird jetzt in großem Maßstab betrieben, weißt du. Geht sehr gut. Was ist denn das? Hier. Ansehen ganz einfach, dann fragst du nicht mehr. Das sind ja nackte Mädchen, gemalt. Ja, so anders habe ich sie nicht. Sag mal, Kollege, macht dir das Spaß? Was? Die Mädchen da und so eine Bilder.
machen das Leben. Da machen sie nur ein nacktes Mädchen drauf mit einem kleinen Kätzchen. Was die da mit dem kleinen Kätzchen auf der Treppe soll? Verdächtige Nudel. Ich darf da mal, Kollege, wa? Muss ich mir mal angucken. Figaro heißt das. Und das die Ehe. Und das die Idealehe. Ja? Das ist nur wieder was anderes als die Ehe. Die Frauenliebe. Alles separat zu haben. Da kann man sich da ganz schön informieren, wenn man das Geld dazu hat. Ja, mächtig teuer. Sag mal. Ist denn da ein Haken bei? Möchte ich wissen, was da für ein Haken bei sein soll. Das ist alles erlaubt, da ist nicht verboten. Was ich verkaufe, da habe ich Genehmigung für, da ist kein Haken bei. Nee, du, von sowas lasse ich die Finger. Kann ich dir sagen, will ich dir bloß sagen, Bilder ankicken. Das ist nicht, davon kann ich dir ein Lied singen. Das verdirbt einen Mann, da wirst du verfuscht, jawohl. Mit Bilder ankicken fängt das an. Und wenn du nachher willst, dann stehst du da, dann geht das auf einmal nicht mehr auf natürliche Art und Weise. Verstehe ich nicht, was heißt das? Da spuck mir doch nicht auf meine Hefte, kosten teures Geld. Nicht immer im Bettel rumfummeln. Hier, lies mal. Die Ehelosen. Ja, gibt's alles. Extra eine Zeitschrift für. Die Ehelosen? Ja. Na nu, soll ich die nicht geben? Ich bin auch nicht verheiratet mit der Lina. Ja, komm, hier, lies mal. Ja. Ob das nicht richtig ist, was da steht, ist nur ein Beispiel. Das Sexualleben der beiden Ehegatten durch einen Vertrag regeln wollen. Diesbezüglich eheliche Pflichten zu dekretieren, wie das Gesetz es vorschreibt, bedeutet die scheußlichste und entwürdigendste Sklaverei, die man sich nur denken kann. Bitte. Wieso? Hey, stimmt das nun oder stimmt's nicht? Ne? Das kommt bei mir nicht vor. Eine Frau, die das von einem Mann verlangt? Nee, sowas. Das ist so was wirklich, das gibt es? Du liest es doch. Das ist doch allerhand und die sollte mir mal kommen. Das Sexualleben der beiden Ehegatten durch einen Vertrag regeln zu wollen, diesbezüglich eheliche Pflichten zu dekretieren, wie es das Gesetz vorschreibt, bedeutet die scheußlichste und entwürdigendste Sklaverei, die man sich nur denken kann. So. Und da haben wir hier noch die Frauenliebe und die Freundschaft. Und die quatschen nicht, die kämpfen. Jawohl, für Menschenrechte. Wo fehlt es denn denen? Paragraph 175, wenn du das noch nicht weißt. Das ist ein Unrecht. Das ist ein schreiendes Unrecht, was da 1 Million Menschen täglich in Deutschland geschieht. Die Haare könnten einem zu Berge stehen. Tja, die können einem ja leid tun, die Jungs. Aber was geht das eigentlich mir an? Na, hast du was gefunden? Na ja, vielleicht. Ich habe dem Alten gesagt, dass wir aufhören mit den Schlipshaltern. Ich kann das auch nicht. Bei mir kauft auch keiner was. Das ist ja eine ganz komische Geschichte hier in diesem Heft. Da hielt ein Glatzköpfiger abends spazieren im Tiergarten und da trifft er einen hübschen Jungen. Und der hakt sich auch gleich bei ihm runter. Ja, wie sie so eine Stunde Lust wandeln, da hat der Glatzköpfige den Wunsch, irgendwie ganz lieb zu sein zu dem Jungen. Und er ist verheiratet. Und er hat das schon manchmal gemerkt, aber jetzt muss es sein, weil das ist so wunderschön oder so. Du bist mein Sonnenschein, sagt er. Und du bist mein Jolt. Und der ist so sanft und dass es so was gibt. Und da sagt der Junge zu ihm, weißt du, ziehen wir in ein kleines Hotel und gibst du mir 5 Mark oder schenkst mir 10 Mark, denn ich bin ganz abgebrannt. Und da sagt der Alte,
für dich alles, meine Sonne. Und schenkt ihm seine ganze Brieftasche. Aber in dem Hotelzimmer, da in den Türen, da sind Gucklöcher drin. Naja, der Wirt sieht was und der ruft die Wirtin. Und die Wirtin sieht auch was. Und nachher sagen sie würden so was nicht dulden in ihrem Hotel. Was sie da eben gesehen haben. Er sollte sich schämen, Jungen zu verführen. Und sie würden ihn anzeigen. Ja, dann kommt der Hausdiener und Stubenmädchen kommen, die stehen da alle rum und grinsen. Und am nächsten Tag, da ruft sich der Glatzkopf jetzt mit Polen Asbach und tritt eine Geschäftsreise an nach Helgoland, weil er sich da betrinken will und dann ersäufen oder so. Ja, der fährt auch mit dem Schiff und ja, der besäuft sich auch, aber umbringen tut er sich dann doch nicht. Und da muss eines Tages, wie er in Crew gefahren ist, seine Frau eine Vorladung für ihn unterschreiben. Naja, und das macht sie auch, aber sie kickt da auch rein und da steht das nun alle drin. Das mit den Gucklöchern, mit der Brieftasche und mit dem lieben Jungen. Und wie der Glatzkopf hier zurückkommt aus der Erholung, da heulen die alle um ihn rum. Seine Frau und seine beiden großen Töchter, die er hat, und dann liest er selber die Vorladung. Na, Herr Richter, was hab ich denn gemacht? Ich bin auf mein Zimmer gegangen und hab mal eingeschlossen. Was kann ich dafür, wenn die Gucklöcher machen? Was Strafbares ist nicht passiert. Und der Junge bestätigt das auch. Also, was hab ich denn gemacht? Der Glatzkopf im Pelz weint. Hab ich gestohlen? Hab ich einen Einbruch begangen? Bin doch bloß in das Herz eines lieben Menschen eingebrochen. Und hab gesagt, du bist mein Sonnenschein. Und das war er auch. Sir, ist das mit dir vielleicht auch so etwas von der Art, wie das hier in dem Heft steht, was? Was? Nina! Nina! Nina, warte doch! Nina! Was ist denn? Was soll denn der Quatsch? Nee, Franz. Mit dir gehe ich nicht. Bei mir bist du abgemeldet. Kannst du dir dünne machen? Was soll denn der Blödsinn? Na komm, Lina. Gib ihm den Mist ja wieder. Mein Gott, Franz. So eine Angst habe ich gehabt. Was ist denn? Aber ist der So. Im Kriegsgebiet machte Lina, die herzige, schlampige, kleine, ungewaschene Verweinte, einen selbstständigen Vorstoß à la Prinz von Homburg. Mein edler Oheim Friedrich von der Mark. Natalie, lass, lass. O Gott der Welt, jetzt ist um ihn geschehen gleich viel, gleich viel. Sie rannte spornstracks, schnurstreichs auf den Stand des Alten. Da brachte es Franz Bieberkopf, der edle Dulder, über sich, im Hintergrund zu bleiben. Er stand hintergegründet vor dem Zigarrengeschäft von Schröder Import-Export und beobachtete von da, leicht durch Nebel, elektrisch und Passant gehindert, den Verlauf der angesponnenen Kampfhandlung. Die Helden hatten sich ergriffen, bildlich. Sie tasteten ihre Schwächen und Blößen ab. Hingepfeffert und gesalzen hat Lina Pritschbiller aus Czernowitz
des Landbebauers Stanislaus Pritschbillers einzige eheliche Tochter nach 2 nur zur Hälfte gediehenen Frühgeburten, welche beide auch Lina hatten heißen sollen, hat Fräulein Pritschbiller das Zeitungspaket. Das Weitere ging im Getöse des Straßenverkehrs verloren. Die Krucke, so stöhnte bewundernd der freudig behinderte Dulder Franz. Er näherte sich als Reservearmee dem Zentrum der Kampfhandlung. Da lachte ihn schon vor der Destille von Ernst Kümmerlich die Heldin und Siegerin an. Fräulein Lina Pritschbiller, schlampig, aber wonnevoll, kreischte: Franz, der hat's. Dann sank sie ihm stehenden Fußes an die Körpergegend, die sie für sein Herz hielt, die aber unterhalb seines Wollhemdes, genauer sein Brustbein und der Oberlappen der linken Lunge war. Sie triumphierte. Nun, o Unsterblichkeit, bist du ganz mein. Lieber, was für ein Glanz verbreitet sich. Heil, heil dem Prinz von Homburg, dem Sieger in der Schlacht von Fehrbellin. Heil, Klammer auf, Hofdamen, Offiziere und Fackeln erscheinen auf der Rampe des Schlosses. Klammer zu. Ihr konnt sein. Das war ihr konnt? Ja, also ich kann, das kann ich. Ja, zeigt zwar keine Arbeit mehr, aber dafür habe ich dich wieder. Ja, Franz, mich hast du. Und deine Arbeit finden wir auch. Gib mir meine Tasche. Was? Meine Tasche. Warte mal einen Moment, ich muss mal pullern. Ja, du hast mich doch gefragt, wie viele Arbeitslose es in Berlin gibt. Ja. Ja, da habe ich mich erkundigt. 673.582. Nee. 673.583. Wie kommst du denn darauf? Ich habe doch gesagt 673.582. Das ist doch ganz einfach, du hast mich vergessen. Der neueste Stand ist 673.583. Kapiert? Ja, und was wahr ist, muss wahr bleiben, oder? Ja, schon, aber... Kein Aber. Wenn es bis vor 10 Minuten in Berlin 673.582 Arbeitslose gegeben hat, dann gibt es jetzt in Berlin 673.583 Arbeitslose. Ja, wo du recht hast, hast du recht. So ist es. Komm mal, Lina. Weißt du, was eine Lageristin ist? Eine Lageristin? Ja? Eine Lageristin, das ist... Die muss... Weiß ich nicht. Eine Lageristin, die muss gelagerte Sachen lagern und die gelagerten Sachen überprüfen und das ist eine Lageristin. Nee, Lina, das meine ich nicht. Wenn ich dann Schubs gebe und du liegst auf dem Sofa und ich daneben, dann bist du eine Lageristin. Und ich ein Lagerist. Ja, so siehst du aus. Weißt du was? Heute leisten wir uns was. Warum denn ausgerechnet heute? Weil gestern vorbei ist und morgen noch nicht da. Verstanden? Verstanden. Also gut. Dann gehen wir jetzt in die neue Welt. Neue Welt? Ja, die neue Welt in der Hasenheide. Kennst du das nicht? Nee. Umso besser. Was man nicht kennt, das muss man kennenlernen. Komm. 673.583. Er soll dein Herr sein, wie stolz das klingt. Geltung hat's leider nur sehr bedingt. Der Mann beseelt sich in der Nähe, so eine Ehe in Sizilien. Hier steht der Ehemann stets vor der Tür, aber der Hausfreund sitzt drin bei ihr, ganz ungeniert. Und das passiert auch in den besten Familien. Lang spät macht sie Toilette. Endlich sitzt sie im Glanz, spielt mit dem Rosenkern. Draußen am Herd steht. Meine Damen und Herren, bei mir erfahren Sie die Brüderlein Wahrheit. Trink, lass doch die Sorgen zu Haus. Ja, das will ich dann auch machen.
Ich werde meine Säue zu Hause lassen. Prost! Plaudern vom Seelenheil oder auch vom Gegenteil. Die Wirtschaft, die geht sie nichts an. Der Mann, der ist wirklich ein armer Tor. Bei uns in Berlin, da kommt sowas nicht vor. Bei uns macht kein Mann solche Sprüche. Dafür muss er auch nicht in die Küche. Und trotzdem bringt er ihr oft den Kaffee ans Bett. Sie braucht ihn bloß noch zu malen. Ist das denn nicht nett? Der Berliner ist witzig, der Berliner ist froh. Und Herr im Haus ist er sowieso. Drum hat schon vor der Weiß die 4 Jahre jedes Lied in Berlin eine Wandlung erfahren. Wir singen Mutter, der Mann mit dem Kurs ist da. Halt doch die Schnauze, denn wer ist ja? Ich hab den Geld, du hast den Geld. Wer hat den Mann mit dem Kurs bestellt? Mutter, der Mann mit dem Kurs ist da. Halt doch die Schnauze, denn wer ist ja? Im Süden kann man umsonst sich den Sonnenstich holen. Doch in Berlin braucht man Kohle. Ja, für die Kohle. Komm, Franz, komm. Hier geht keiner her, um traurig zu sein. Wer hierher kommt, der will lustig sein. Und tanzen. Und lachen. Verstehst du? Ja, schon, aber die Welt. Was heißt denn hier Welt? Das hier ist die neue Welt. Komm, lass uns was trinken. Ja! Wollen Sie es versuchen, Herr? 20 Pfennig. Der kleine Preis dafür, dass Sie wissen, wie stark Sie sind. Für 20 Pfennig erfahren Sie, ob Sie ein Mann sind, der Herr. Wer bist du? Ich weiß nicht. Ach Quatsch, du bist sowieso der Stärkste von allen. Komm. Das ist das Einzige, was eine Frau nicht entscheiden kann. Ob der Mann, den sie liebt, stark ist. 2 Bier. Und ich? Was ist mit mir? Prost. Prost. Ein Prosit, der Konstitution. Ein Prosit, der Konstitution. Na, wie war das? Ganz gut. Eine ziemlich laute Stimme, wa? So ist es. Ich habe eine laute Stimme. Ich habe eine sehr, sehr laute Stimme. Verraten uns die 5 Kavaliere ein Geheimnis. Schauen wir nicht so tief ins Auge. Schau mich an. Guck sie ja an. Ist ach so dumm und ungerein. Doch Komm mal her. Komm schon. Näher, noch näher. So ist gut.
Bist du ein deutscher Mann? Bist du kerndeutsch? Ja. Wie heißt du? Franz. Franz Bieberkopf. Bist du ein deutscher Mann, Hand aufs Herz? Gehst nicht mit den Roten. Was bist du, ein Verräter? Wer ein Verräter ist, der ist nicht mein Freund. Polen, die Franzosen, das Vaterland, wofür wir geblutet haben. Das ist der Dank der Nation. Sag mal, du bist wirklich ein deutscher Mann, ja? Kerndeutsch. Ja? Ja, das hab ich gleich gesehen. Ich hab das gleich gesehen, dass du ein deutscher Mann bist, ein Kerndeutscher. Wo hast du gedient? Musst du ernst Jahr, wo ich gedient habe. Heute bin ich arbeitslos. Was nutzt man nicht heute, wo ich gestern gedient habe? Siehst du? Das ist die Ungerechtigkeit der Welt. Der deutsche Mann ist arbeitslos. So ist es. Prost. Weißt du was? Weil du ein deutscher Mann bist, ein kerndeutscher Mann bist und weil du arbeitslos bist und weil das die Gerechtigkeit der Welt ist und weil das nicht sein darf, dass das die Gerechtigkeit der Welt ist. Darum will ich dir was sagen. Weißt du, was ich dir sagen will? Nee. Nee, das kannst du auch nicht. Ich bin nämlich der Bezirksvertreter für Berlin vom völkischen Beobachter. Weißt du, was das ist, der völkische Beobachter? Naja, Genau das sage ich auch. Das ist die einzige Zeitung, die ein vernünftiger Mensch heute noch lesen kann. Und weil das meine Meinung ist. Und weil das deine Meinung ist. Deswegen gebe ich dir eine Chance. Chance gebe ich dir. Richtig, das ist es, was ich immer sage. Deutschland muss wieder den Deutschen gehören. Stimmt's? Prost. Prost. Bismarck-Heringe in der FF-Gewürztunke. Zartfleisch ohne Gräten. Rohrmöpse in der FF-Gewürztunke. Zart mit Gurkeneinlage. So. Heringe in Gelee. Das sieht doch gleich nach was aus, oder? Richtig. Jetzt sieht gleich noch was aus. Zartfleisch ohne Gräten. Rohrmöpse in der FF-Gewürztunke. Zart mit Gurkeneinlage. Heringe in Gelee. Bismarck-Heringe Da ist noch was? Wieso? Zartfleisch Ja, Sie gucken mal so an. Rohrmöpse in FF-Gewürztunke. Nee. Zart mit Gurkeneinlage. Ich denke bloß, ob ich nicht was vergessen habe. Naja, wird schon alles in Ordnung gehen. Viel Glück dann also. Danke. Sehen Sie? Ich hab's genau gewusst. Ich hatte etwas vergessen. Die habe ich vergessen. Ist denn das nötig? Ich meine, ist das wirklich nötig, dass ich... Was denn? Dass du keine Schande bin. Im Gegenteil, das ist eine Auszeichnung. Ja, also, wenn Sie meinen, dann... Na, kommen Sie mal her, ich mach das schon. Heringe in Gelee. Brotstücke. Zarte Fische. Bismarck-Heringe. FF-Gewürztunke. Zahnfleisch ohne Gräten. Bitte. Das sieht doch schon ganz anders aus. Da steckt schon richtig was dahinter. Ja? Ja, vielleicht. Was heißt hier vielleicht? Das sieht gut aus. Richtig gut sieht das aus. Und das hat seine Wirkung. Also nochmals, viel Glück und alles. Was? Der völkische Beobachter! Der völkische Beobachter! Hier 20 Pfennige! Der völkische Beobachter! Prima, heiße Würstchen. Bismarck-Heringe. Tasche. Ja? Na, Neugier? Ja. Völkischer Beobachter. Das soll ja ganz in Ordnung sein. Irgendwie die Typen da. Aber ich höre da immer was raus. Sollen gegen die Juden sein, oder? Ich für meinen Teil hab nicht gegen die Juden. Aber für Ordnung bin ich. Das sieht doch wohl jeder ein, dass Ordnung sein muss. Potsdamer Platz. Dieser Zug fährt zur Kommandanke. Zur Kommandanke, bitte zusteigen. Dem deutschen Volke zum Erntedankfest.
Zertrümmert endlich euer Truggebilde und straft, die euch in Gauklerspiel wiegen. Dann kommt der Tag, da steigt vom Kampfgefilde mit ihres rechtes Schwert und blanken Schilde die Wahrheit auf, der Feinde zu Opfer. Da ist was, Kollege? Nee, ist nicht. Muss so sein. Jeder wird glücklich nach seiner Fassung. Außerdem, die Zeiten sind, wie sie sind. Viel Glück wünsche ich noch, Kollege. Viel Glück. Bismarck-Heringe in FF-Gewürztunke. Saatfleisch ohne Gräten. Hornöpfe in FF-Gewürztunke. Ich bin Jude, weißt du? Heringe in Gelee. Aber weiter nicht für Unjud. Zarte Fische. Trotzdem viel Glück. Heiße Würstchen? Heiße Würstchen, ja? Heiße Würstchen? So ist das Leben. Heiße Würstchen. Prima, heiße Würstchen. Heiße Würstchen. Reske. Heiße Würstchen. Prima. Könnt ihr hier nicht einfach so vorbeilaufen? Könnt ihr wenigstens guten Tag sagen, ne? Das ist doch der Biberkopf. Richtig, das ist der Franz Biberkopf. Mit dem Hakenkreuz am Arm. Was macht denn der mit dem Hakenkreuz am Arm? Zart mit Gurkeneinlage. Heringe in Gelee. Große Stücke. Zarte Fische. Bratheringe. Bismarck-Heringe in FF-Gewürztunke. Zartfleisch ohne Gräten. Hornöpfe in FF-Gewürztunke. Zart mit Gurkeneinlage. Heringe in Gelee. Große Stücke. Zarte Fische. Bratheringe. Bismarck-Heringe in FF-Gewürztunke. Zartfleisch ohne Gräten. Hornöpfe in Was guckt man denn so dusselig an? Wieso? Wir schauen dich bloß an. Große Stücke. Zarte Fische. Ach, du meinst wegen dem Hakenkreuz, oder? Wegen dem Hakenkreuz. Tja, Franz. Das ist wohl ein Hakenkreuz, das Hakenkreuz. Nicht? Na ja. Ein Hakenkreuz ist ein Hakenkreuz. Föderalismus ist Antisemitismus. Der Kampf gegen das Judentum ist auch Kampf für die Eigenstaatlichkeit Bayerns. Der Kampf gegen das Judentum ist auch Kampf für die Eigenstaatlichkeit Bayerns. Also du lachst mal aus, Richard. Vielleicht. Warum? Weil du verheiratet bist? Du bist 27, deine Frau ist 18. Was hast du gesehen vom Leben? Nichts. Weniger 3. Und auf der Binde, Dreske. Kickst du dir genau an. Da steht nichts drauf, was man nicht verantworten kann. Ich bin auch getürmt draußen, genau wie du. Hab ich da auch gemacht. Aber was ist denn nachher gewesen? Ob jeder eine rote Bauchbinde hat oder eine goldene oder eine schwarz-weiß-rote, davon schmeckt die Zigarre auch nicht besser. Ja, auf den Tabak kommt das an, alter Junge. Oberblatt, Unterblatt, richtig gewickelt und richtig getrocknet. Und woher? Das sag ich. Was haben wir denn gemacht, Freske? Sag doch mal. Ich sehe dich bloß an, Franz. Und ich sage bloß, und ich kenne dich doch schon lange. Und sie haben dich schön eingeseift. Wegen der Binde, ja? Und wegen allem. Lass mal. Das hast du nicht nötig, so unter die Leute rumzulaufen. Genau richtig. Das hast du nicht nötig, Franz. Nee, Richard, komm, du bist eine gute Haut. Aber das hier, das ist Männersache. Weil du Wahlrecht hast, kannst du zwischen Dreske und mir noch lange nicht mitreden. Dich haben sie wirklich eingeseift. Da haben wir ja die Inflation. Papierscheine, Millionen, Billionen. Kein Fleisch, keine Butter, nichts war da. Wo denn? Und wir? Wir sind immer bis rumgelaufen und haben den Bauern eine Kartoffeln geklaut. Revolution. Schraub den Fahnenschaft auseinander und verstau das Fahnentuch in ein Wachstuch und stell das Ding in den Kleiderkasten. Lass der vermutterte Latschen geben. Binde den feuerroten Binder ab. Ihr macht die Revolution immer mit der Schnauze. Eure Republik ist ein
Seine Stammesgenossen, Art-, Gesinnungs- und Gattungsgenossen sind tot, schon tot oder noch nicht geboren. Das ist die Eiszeit, die der einzelne Brummer durchhält und weiß nicht, wie es gekommen ist und warum gerade er. Der Sonnenschein aber, der ist uralt und eigentlich wirkt alles vergänglich und bedeutungslos, wenn man ihn sieht. Er kommt über x Meilen her, am Stern Y ist er vorbeigeschossen. Die Sonne scheint seit Jahrmillionen, lange vor Nebukadnezar, vor Adam und Eva, vor dem Ichthyosaurus, und jetzt scheint sie die tiefste Tiefe einer Untergrundstation. Franz aber ist beschwingt, leicht, überleicht, lichtleicht und himmelhoch, da komme ich her. Ihr habt das einfach nicht zustande gebracht. Wir nicht. Das können wir ruhig sagen. Oder ihr oder die dabei gewesen sind. War doch keine Disziplin. Hat doch keiner kommandiert. War doch einer gegen den anderen. Aber wir verraten sind, Franz. 18 und 19. Von den Bonzen. Und Rosa haben sie gekillt und Karl Liebknecht. Da sollen die Leute mal zusammenhalten und sollen was machen. Aber guck dir Russland an. Lenin. Da halten sie. Das ist Kit. Aber abwarten. Blut muss fließen. Blut muss fließen, Blut muss fließen, knüppelhageldick. Das ist mir alles ganz egal. Über Abwarten geht der Welt kaputt. Und du mit. Für mich ist es der Beweis. Sie haben es nicht zustande gebracht und das hier nichts mehr. Nicht der kleinste Stink ist zustande gekommen. Ich weiß nicht, was bei denen rauskommt mit der Binde hier. Habe ich ja auch nicht gesagt, aber das ist doch eine andere Sache. Und das ist alles. Darauf kommt es an. Als Würstchen. Völkische Beobachter! Als Würstchen. Meine Damen, meine Herren. Völkische Beobachter hier, 20. Das ist ein Stieglitz? Eine Sie. Ja. Was sagst du zu dem kleinen Tierchen? Was? Fühlt sich unwohl bei dem Radau? Na, was sagst du denn dazu? Ist das nicht großartig? Nachdem der viele Qualm gut tut? Bei der kleinen Lunge. Der kennt gar nichts anderes bei mir. Hier ist immer Rauch in der Kneipe. Heute ist noch dünn. Ich werde mal heute nicht rauchen, sonst wird das noch zu dicke. Wir können ja nachher ein bisschen aufmachen. Das wird schon nicht ziehen. Ja. Blut muss fließen. Blut muss fließen, Blut muss fließen, knüppelhageldick. Guten Abend, Preske. Für 5 Bierbacks, aber rasch. Was ist denn das für ein Laden hier? Ist ein bisschen ruhig. Habt ihr keinen Klavierspieler? Für wen denn? Das trägt das Geschäft nicht. Meinetwegen. Singen wir halt ohne Klavier. Singen ja sonst meistens ohne Klavier. So. Völker, hört die Signale auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ja, hat dir das Lied gefallen, Kollege? Mir? Gut. Ihr habt Stimmen. Kannst ja mitsingen. Nee, ich esse lieber. Wenn ich fertig bin mit Essen, dann singe ich mit. Oder ich singe auch was. Gemacht. Prost! Das hat mal einen gegeben, der hat eine Wurststulle gegessen. Und wie sie im Magen war, da hat sich besonnen, ist noch mal aufgekommen, den Hals und hat gesagt, da war kein Mostrich bei. Und dann ist er erst richtig runtergegangen. Ja, das macht eine richtige Wurststulle. Die wohl von guten Eltern ist. Ich will jetzt los, komm. Mach schon. Na, willst du uns jetzt was vorsingen? Na klar. Was ich versprochen habe, das wird gehalten. Das tropft, wenn man ins Warme kommt. Ziehen hilft nicht.
Tja. Was soll ich denn den jetzt vorsingen? Wir verstehen ja doch nicht vom Leben. Ja, versprochen ist versprochen. Na, ich weiß ein Gedicht von ihm aus dem Gefängnis. Ein schönes Gedicht. Willst du, Mensch, auf dieser Erden ein männliches Subjekte werden, dann überleg es dir genau, ehe du dich von der weisen Frau ans Tageslicht befördern lässt. Die Erde ist ein Jammernest. Da ist der gute Vaterstaat. Der gängelt dich von früh bis spat. Er zwickt und beutelt dich nach Noten mit Paragraphen und Verboten. Sein Erstgebot heißt, Mensch, berappe. Sein zweites, halte deine Klappe. So lebst du in der Dämmerung im Zustand der Belämmerung. Inzwischen melden sich die Jahre. Der Mottenfraß zermürbt die Haare. Das kracht bedenklich in mir Bälke. Die Glieder werden schlapp und welke. Die Grütze säuert in mir Hirn. Und immer dünner wird der Zwirn. Kurzum, du merkst, es wird jetzt Herbst, du legst den Löffel weg und sterbst. Tja, das hat einer im Gefängnis gemacht. Das ist schon lange her, aber ich hab's behalten. Schön, wa? Das ist was fürs Leben, aber bitter. Na, dann merk es dir gut. Mit dem Staat. Mit dem guten Vaterstaat. Wie er dich gängelt, der Staat. Auswendig lernen, Kollege. Damit ist nichts geschafft. Damit nicht. Tja, Austern und Kaviar haben die nicht und wir nicht. Man muss sich sein Geld verdienen. Das muss schwer sein für einen armen Teufel. Man muss froh sein, wenn man seine Beine hat und draußen ist. Man kann sich sein Geld auf verschiedene Art verdienen. Was ist nun los? Singst du unser Lied? Erst versprechen und dann nicht halten. Also gut, könnt ihr haben. Was ich versprochen habe, das halte ich. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall. Es nicht. Die Trommel schlug zum Streite, er ging an meiner Seite im gleichen Schritt und Tritt, im gleichen Schritt und Tritt. Eine Kugel kam geflogen, gilt sie mir oder gilt sie dir? Sie hat ihn weggerissen, er liegt zu meinen Füßen, als wär's ein Stück von mir, als wär's ein Stück von mir. Will dir die Hand noch reichen, derweil ich eben lad? Kann dir die Hand nicht geben, bleib du im ewigen Leben, mein guter Kamerad, mein guter Kamerad, mein guter Kamerad, mein guter Kamerad. Es braust ein Ruf wie Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Bogenprall. Zum Rhein, zum deutschen Rhein, wir alle wollen Hüter sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Lieb Vaterland, magst ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht
war am Rhein. Na Mensch, das wird doch hier wohl noch Stühle geben im Lokal. Was hast denn du gegessen? Ich hab gesagt, es wird doch hier wohl noch Stühle geben im Lokal, wenn du Ohren hast. Davon reden wir gar nicht. Ich will wissen, was du verzehrt hast. Käsestullen, du Ochse. Da liegt noch die Rinde für dich, du Rindvieh. Dass das Käsestollen sind, das rieche ich alleine. Bloß woher? Es gibt keine Keilerei von hier. Mein Rat wird nicht gehauen. Wer nicht Frieden hält, fliegt raus. Gehen Sie mal weg hier. Gibt's keine Hauerei, das ist eine Abrechnung. Wenn einer was kaputt macht, dann muss er es bezahlen. Ich hab mal gegeben. Könnt ihr mir bloß nicht anfassen. Könnt ihr mir bloß nicht anfassen. Ich bin allen gut. Aber es gibt mal wer, wenn der so dämlich ist, mir anzufassen. Was ist denn das für ein 8-Groschen, junge Dreske? Franz, bitte. Immer sprechen lassen. Faschisten dürfen reden. Was die sagen, die genießen bei uns Redefreiheit. Sieh zu, was du dir einbrockst mit deinen Sachen und deinen Liedern. Nee, ich misch mich nicht ein. Sowas hat's hier noch nie gegeben. Es braust ein Rufi, Donnerhall. Faschist! Bluthund! Die Binde raus. Da wird's bald. Die Binde raus, habe ich gesagt. Verlange die Binde. Ich nehm dem Kerl die Binde weg! Geh doch, Biberkopf. Ich hab hier bloß auf der Lina gewartet. Ich sitz jeden Abend da. Aber die Beden hier, die seh ich heute das erste Mal. Weil du ein Faschist bist. Du hast die Binde in der Tasche. Ein Hakenkreuzler bist du! Hab ich Dreske erklärt. Hab ich ganz genau erklärt, warum. Und das versteht ihr nicht. Und darum brüllt ihr. Du hast gebrüllt. Die Wacht am Rhein. Wenn ihr Radau macht, so wie jetzt, und setzt sich jeder auf meinen Tisch, auf die Weise wird überhaupt keine Ruhe auf der Welt. Auf die Weise nicht. Und das muss Ruhe werden auf der Welt, damit wir arbeiten und leben können. Fabrikarbeiter und Händler und alle. Und damit Ordnung ist. Sonst kann man eben nicht arbeiten. Wovon wollt ihr denn leben, ihr Großschnauzen? Ihr macht euch doch mit Redensarten besoffen. Ihr könnt doch nichts weiter als Radau und andere Leute tückisch machen, bis die hochtückisch werden und euch den überziehen. Soll sich dann einer von euch auf der Zehen treten lassen, ihr Verbrecher, ihr Kerle? Ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Euch muss man die Graupen aus dem Kopf hauen. Ihr ruiniert die ganze Welt. Passt auf. Passt auf, dass ihr nicht was erlebt. Ihr Blutvergießer. Ihr Schufte. In Tegel habe ich gesessen. Das Leben ist schrecklich. Was ist das für ein Leben? Der da in meinem Gedicht vorhin, der weiß, wie es mir gegangen ist. Ganz genau weiß der, wie es mir da gegangen ist. Jeder. Nicht an Ida denken. Da habt ihr mir ja nichts zu sagen. Da habt ihr mir überhaupt nichts zu sagen. Da habt ihr mir überhaupt nichts zu sagen. Da kann keiner kommen und mir was sagen wollen. Nicht ein einziger. Das wissen wir alle alleine viel besser. Dafür haben wir nicht draußen gelegen. Im Schützengraben. Dass ihr jetzt kommt und hetzt. Ihr Hetzer. Ruhe muss sein. Ruhe. Ruhe. Ruhe muss sein. Ruhe. Nichts als Ruhe. Ich will was tun. Eine Kehle fassen. Nee.
werd bald umkippen, hinschlagen. Und da hab ich gedacht, die Welt ist ruhig, ist Ordnung da. Aber da ist was nicht in Ordnung in der Welt. Da drüben stehen die, stehen so schrecklich. Und ich erlebe es und seh mal dabei. Es lebten im Paradies zwei Menschen, Adam und Eva. Und das Paradies war der herrliche Garten Eden. Und Vögel und Tiere spielten darin herum. Vorbeigezogen, die Wolke, vorbeigezogen. Gott sei Dank vorbeigezogen. Die Holzindustriellen pochen auf ihren Schein. Krupp lässt seine Pensionäre verhungern, 1,5 Millionen Arbeitslose. In 15 Tagen Zunahme um 226.000. Ich gehe. Vergnügen meinerseits. Was in eurem Kopf steht, damit habe ich nichts zu tun. Was bezahlt werden muss, bezahle ich morgen, Maxe. Tut mir leid, Weske, dass wir durch so weit auseinandergekommen sind. Halt ihr im Siegerkranz Kartoffeln mit Heringsschwanz! Lasst die verächtlichen Schurken des Renegatentums unter dem Beifall der Bourgeoisie und den Sozialchauvinisten die Rätekonstitution verunglimpfen. Es beschleunigt und vertieft den Bruch der revolutionären Arbeiter Europas mit den Scheidemännern und so weiter. Die Massen der unterdrückten Klassen sind für uns. Was ist denn? Ist was passiert? Im Grunde sind die eigentlich alle ja nicht so im Grunde. Die wissen nur nicht, wohin mit dem vielen Blut. Die haben so ein heißes Blut. Wenn die mal ein Tee hier gewesen wären oder wenn die was hinter sich hätten, würde denen vielleicht mal nicht so viel. Lina. Mensch, Lina, ich hab gedacht, du kommst heute überhaupt nicht mehr. Mensch, Lina, mein Kleine. Du, ich hab da so lieb. Was ist denn passiert, Franz? Da muss doch irgendwas passiert sein. Was soll denn passiert sein? Was muss denn passiert sein? Wenn ich da sah, dass ich da so lieb habe. Was muss denn da schon passiert sein? Au! Ist gut, Franz. Das kannst du ruhig machen, Franz. So ein Biss von dir.